Ja, herzlich willkommen zu meinem kleinen Test und Check zu diesem MIDI-Controller. Das ist der MCCrypt ME100. Ihr schaut euch jetzt das Intro an und wir sehen uns im nächsten Clip. Kommen wir nun zum Lieferumfang. Neben der Bedienungsanleitung ist noch ein USB-Kabel und eine Vollversion von Virtual DJ drin. Ihr könnt euch den Code mal aufschreiben. Nein, Spaß. Der ist natürlich verfälscht. Den habe ich einfach irgendeinen Code da drauf geklebt. Also es funktioniert sowieso nicht bei euch, wenn ihr den Virtual DJ eintippt. Das ist total egal. Genau. Kommen wir nun zu den verschiedenen Decks. Dabei ist Deck A genauso aufgebaut wie Deck B. Gut, fangen wir bei Deck A am besten ganz unten an. Hier haben wir einen Play-Pause-Knopf, ein Q-Play und ein Set-Q-Button. Daneben natürlich der Crossfader. Gehen wir weiter höher, haben wir das Jogwheel, mit dem wir zwei Arten betreiben können. Einmal Scratch und durch diesen Button hier oben auch Pitch Bend. Das heißt, mit diesem Jogwheel kann ich auch die Geschwindigkeit regeln. Daneben der Pitch Fader, den wir mit Virtual DJ in verschiedenen Prozentangaben drosseln können. Dann haben wir hier, wenn jetzt die Kamera scharf steht, die Loop-Sektion, einmal in, einmal out. Danach ein Sync-Taster, womit wir die BPM-Zahl anpassen können und ein PFL. Ich sage dazu, dieses Deck hat immer die volle Befehlsgewalt. Also wir können natürlich wählen, ob Deck A die volle Befehlsgewalt haben soll oder Deck B mit diesem PFL-Taster. Ja, daneben haben wir drei Potis. Einmal um die Bässe auszufiltern, einmal um die Mitteln, einmal um die Mitte auszufiltern und einmal um die Höhen rauszudrehen. Hier haben wir noch einen Gain-Regler, den man eigentlich so ziemlich nie braucht. Hier oben befindet sich die Effektsektion, womit wir verschiedene Effekte aufrufen können und diese durch On und Off bestätigen können. Wir können hierbei die Lautstärke des einen Effekts und hier die Lautstärke des anderen Effekts regeln. Hier gibt es zum Beispiel einen Flanger und hier zum Beispiel eine Sirene. Hier noch einen Key-Taster, um die Pitch-Fader zu fixieren. Genau. Das war's jetzt mit den Funktionen. Wir sehen uns im nächsten Clip in der Virtual DJ Software. So, wenn wir jetzt das Gerät per USB verbinden, dazu befindet sich hier ein USB-Plugin auf der Rückseite. Das verbinden wir und die Tasten leuchten jetzt auf, wie man sehen kann. Danach starten wir Virtual DJ und können jetzt über diesen Poti erstmal wählen, welches Lied wir haben möchten. Um in die verschiedenen Ordner zu kommen, müssen wir Shift und Back drücken. Jetzt sollte man es in der Computeransicht sehen, dass wir zwischen die verschiedenen Ordner wählen können. Wir können natürlich auch ein Lied suchen. Zum Beispiel KST. Ich mache natürlich hier nur GEMA-freie Lieder, ist ja klar. So, das tun wir mal weg. Und kann jetzt, wenn ihr auf die andere Kamera guckt, das Lied starten.
und auch wieder stoppen. Jetzt kann ich erstmal den Master regeln. Das heißt, wie viel soll aus den Boxen rauskommen. Und dann natürlich einzeln die Volumen. Ich kann jetzt einen Q-Punkt setzen. Jetzt kann ich den Q über Q-Play abfahren, so oft ich will. So. Natürlich, was ich cool finde, wird hier angezeigt, welcher Beat ist. Funktioniert zwar nicht immer hundertprozentig, aber ist auf alle Fälle mein tolles Feature. Dann können wir Effekte einbinden. Das könnt ihr jetzt zum Beispiel gerade am Laptop sehen. Zum Beispiel mache ich jetzt hier ein Backspin, ein Break, ein Echo oder ein Flanger rein. Ein Flanger hört sich so an. Genau. Dann kann ich den Effekt über diesen Poti eben in der Lautstärke verändern. Ja, und was auf Deck B ist, kann ich natürlich auch abspielen. Dazu lade ich meinen Song mal auf Deck B und switche rüber. Auch hier kann ich wieder einen Q-Punkt setzen. Und auch hier wieder kann ich einen Effekt einbinden. Man kann jetzt hier die Bässen und die Höhen ausdrehen. Das merkt man, glaube ich. Dann können wir scratchen. Wenn wir Scratch aktivieren, leuchtet dieser Taster. Dann können wir Scratchen ausmachen. Dann ist es ein Pitchbend-Regler. Dann können wir natürlich den Pitch auch über diesen Fader hier regeln. Ja, und im Groben und Ganzen war es das natürlich. Und ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Und wie am Ende sage ich immer, practice and enjoy.